Die schwören sich nach außen die ewige Freundschaft und die tolle Verbindung, aber wenn ihr genau hinguckt, lästern sie eigentlich die ganze Zeit nur übereinander. Oder das Einzige, was sie verbindet, ist der gemeinsame Feind und dass sie schlecht über andere reden. Ja, stadtnarzisstische Menschen tun sich nicht selten zusammen. Das heißt, im Job, in der Familie, im Beruf, in der Liebe habt ihr es manchmal, dass 2 oder auch mehrere Narzissten sich zusammentun. Ja, dann entstehen innerhalb dieser Verbindung einige Dynamiken, aber auch in ihrer Wirkung nach außen versuchen sie manchmal gemeinsam ihre Ziele zu erreichen. Wie sieht dieses Verhalten oft aus? Warum machen sie das? Aber warum lässt man sich da von ihnen manchmal auch beeindrucken oder ärgern? Wie kann man das besser erkennen und seine klaren Grenzen setzen? Das alles schauen wir uns heute an. Ich habe einige Tipps und am Ende natürlich auch wie gewohnt 3 Fragen, die du dir selber stellen kannst. Hi, ich bin Marie, schön, dass du da bist, vielleicht auch wieder da bist. Ja, diese Kombination, dass Narzissten, also stark narzisstische Menschen, ob Mann, Frau, wisst ihr auch bei mir sowieso mit den ganzen Beispielen und so, ihr könnt das ja immer alles durchwechseln. Also es gibt alle möglichen Kombinationen, auch Gruppengrößen, also zu 2, zu große Gruppen, wie sie sich zusammentun und dann oftmals leider keine wirklich guten und angenehmen Ziele fürs Umfeld erreichen wollen. Deswegen finde ich es so wichtig, dass wir uns das heute mal anschauen, dass ihr ein bisschen sensibilisiert werdet für das Thema. Wenn ihr eigene Gedanken habt zu diesem Thema, vielleicht auch eure Erfahrungen gemacht habt, negative Erfahrungen kamen gerade, ja, oder auch ein paar Tipps habt vielleicht für andere, schreibt super gerne in die Kommentare, können wir uns natürlich auch austauschen. Und ansonsten abonniert auch gerne meinen Kanal, jeden Samstag frisches Video, frischer Content mit richtig vielen Tipps und ja eben auch praktischen Tipps und wie ich finde auch nicht unwichtigen Themen oft, Bereich Narzissmus, aber auch Selbstwert spielt ja auch mit rein, dass man ihnen dann auch Grenzen setzt, denn die können manchmal sehr unangenehm werden, Narzissten, Narzisstinnen, wenn sie sich zusammentun. Ja, was sind so ganz typische Merkmale, wenn Narzisstinnen und Narzissten sich in kleineren oder größeren Grüppchen sozusagen zusammentun oder aufeinandertreffen? Ja, das Überschwängliche gerade zu Beginn, das fast grenzenlos ist. Wer das schon mal erlebt hat, und ich kann mir vorstellen, viele von euch haben das schon erlebt, das ist wirklich ein großes Hallo. Es wird manchmal von, oh mein Gott, wir kennen uns schon so lange, es ist Seelenverwandtschaft, das ist so deep, das ist unglaublich, ja. Also so ein Match und große Pläne, die auch gleich zusammen gemacht werden, die bei genauem Hinsehen aber nicht lange halten. Nicht selten ist das nur von sehr kurzer Dauer, aber gerade zu Beginn ist es sehr laut und sehr, sehr intensiv, wenn narzisstische Menschen sich zusammentun. Das habt ihr in Beziehungen zum Beispiel, also in jeder Art der Beziehung, aber zum Beispiel Liebesbeziehungen, das sind oft die so, ja, und wir haben uns kennengelernt, es war ein Perfect Match sofort und wir sind nach 3 Wochen zusammengezogen und haben nach 4 Monaten geheiratet und wir haben solche Pläne und wollen alles anders machen. Ja, wenn ihr genau hinguckt, dauert es oft nicht lange, dann ist das Ganze auch schon wieder vorbei. Oder ja, diese Beziehung ist wirklich einfach nur toxisch und das ist alles andere als gesund. Oder ihr habt es auch in Freundschaften oftmals, ne, so narzisstischen Freundschaften, die auch sofort das Perfect Match, treffen sich und wie gesagt, auch da Seelenverwandtschaft, häufig dieses Wort. Und auch das ist oftmals nicht von großem Bestand oder auch im Job, ne, da ist vielleicht die Chefin und da kommt ein neuer Kollege jetzt dazu und der wird gefeiert und beide sitzen da bis tief in die Nacht und haben Visionen und Pläne. Man bekommt vielleicht schon Angst als Mitarbeiter, denkt, oh Gott, was passiert denn jetzt? Aber auch davon ist meistens heiße Luft, bleibt nicht viel übrig oder die beiden planen dann wirklich, ja, vielleicht wirklich unschöne Dinge eher oder übernehmen sich und fahren so ein Unternehmen oder so ein Startup dann an die Wand. Also das kann auch passieren. Wie gesagt, in jeder Art der Beziehung und so ist es zum Beispiel hier auch bei Lia, Lia, die hatten jetzt irgendwie gebaut und die wohnten schon länger da und das war wie so ein paar Häuser, mit denen sie sich immer so trafen. Das eine Haus, ja, da gab es jetzt eine Scheidung, die sind ausgezogen, sind jetzt neu eingezogen, hat sie sich gedacht, ach, dann lädt sie doch mal ein, die Familie, und das wird ja bestimmt ganz nett, um die so ein bisschen zu integrieren. Ja? Und und unter anderem war auch Clara da. Clara wohnte direkt neben ihr. Und ja, das war irgendwie so ein bisschen schräg, fand sie es fast, weil als die beiden dann zusammentrafen, also die neu hingezogen waren und Clara, war das plötzlich wie so ein
so ein totales Extrem. Also die redeten die ganze Zeit, sie ließen auch gar keinen anderen groß zu Wort kommen. Sie machten sofort, ja, sie merkten, dass ganz viele Gemeinsamkeiten da waren, dass sie auch beruflich sehr ähnlich waren, dass sie und planten dann schon gemeinsame Visionen und wie gesagt, nahmen diese ganze Gruppe in Beschlag. Sie hatten auch die gleiche Art von Humor, scherzten dort rum und es war einfach wahnsinnig extrem. Wenn man jetzt aber genau drauf guckt, ein halbes Jahr später, ja, ist aus dem Ganzen nicht mehr so viel geworden. Sie hatten gemeinsame Pläne, auch Dinge zu machen. Mittlerweile reden sie kein Wort mehr miteinander und lästern nur noch übereinander, weil sie sich überhaupt nicht verstanden haben. Und das ist auch, wie gesagt, super extrem, dass es genauso ist. Also erstmal dieses Krasse, was auch betont wird, zu Beginn, das Überschwängliche, was aber, wenn ihr den langen Verlauf anguckt, wirklich nicht lange hält oder irgendwann umschlagen kann. Das nächste ist keine konstante Beziehung. Das habt ihr auch sehr oft. Freund und Feind wechseln bei stark narzisstischen Menschen wirklich extrem schnell. Das Problem kann eben sein, aus einer unfassbar überschwänglichen Freundschaft oder auch Geschäftsbeziehung kann ganz, ganz schnell Hass entstehen. Wirklich, ich sage auch Hass, weil es wirklich von einem Extrem, dieser Überschwänglichkeit, dieser Love-Bombing-Phase, zu wirklich einer starken Abwertungsphase kommen kann. Das passiert häufig, wenn einer dem anderen, bei Narzissten ist es ja oft so, die wollen ja im Licht stehen, ja. Also wenn ihnen irgendwer das Licht stehlen will, sozusagen, sie sich bedroht fühlen oder wenn auch einer einfach nicht mehr nützlich ist für sie. Bei Männern gibt es diese toxische Bromance, habe ich es genannt, ne? So dieses, wow, du bist mein super Buddy und wir lass uns gemeinsam Business machen, so diese ganze Nummer. Und bei Frauen ist es vielleicht so, kann auch Business sein, ja, aber auch dieses Bestie Forever, oh, meine Süße. Und es ist also gleich so ein riesen krasses Match, was aber, wie gesagt, bei genauem Hinsehen einfach gar keins ist. Als Außenstehender ist es immer ziemlich interessant, wie ich finde, weil man merkt relativ schnell, dass das Ganze wenig Bestand hat, auch wenn es erstmal so denkt, okay, boah, die verstehen sich aber gut, ja. Selbst wenn sie noch befreundet sind, dann lästern sie schon zu Beginn einer Beziehung echt häufig über den anderen. Eigentlich bei jeder Gelegenheit machen sie irgendwelche Bemerkungen hinter ihrem Rücken. Sie sind eben wenig loyal, wenn es um ihren eigenen Vorteil geht. Also das ist wirklich, wie gesagt, in Freundschaften, ihr könnt es auf jede Beziehung wirklich auch übertragen. Selbst in Liebesbeziehungen habt ihr vielleicht eine Partnerschaft, irgendwelche, weiß ich nicht, Bekannten oder so. Und das ist völlig merkwürdig, weil der eine wirklich über den anderen lästert, wenn man sie alleine trifft. Und das manchmal in so komischen Bemerkungen oder so. Und das ist irgendwie schräg. Ja, und Karl hatte sich jetzt auch endlich selbstständig machen können. Und zwar mit dem Thema Immobilien und er hatte immer noch so einen Partner gesucht, mit dem es matcht und da war halt, ja, hatte er Julian kennengelernt auf einer Party in Köln und es war hat sofort gematcht. Beide hatten Visionen, Pläne, wie man so ein bisschen, ja, die alles revolutionieren kann, so im Immobiliensektor, alles so eingestaubt, da geht auch noch viel mehr, digital alles zu machen, viel, viel mehr noch, auch international zu arbeiten. Also die beiden hatten wirklich krasse Ideen und es ging alles sehr, sehr schnell. Sie beschworen sich auch sofort, Best Buddies zu sein und Forever, das Wort fiel eben auch richtig oft. Für Lars, der beide kannte, der auch da war, war das alles ein bisschen komisch. Es ging auch wirklich alles sehr schnell und er guckte sich das Ganze so ein bisschen von außen an. Sie fragten ihn erst, ob er mitmachen wollte, aber er war zum Glück kritisch. Ja, und es gab also nach relativ kurzer Zeit, eine riesen Eröffnungsfeier. Es wurden die Visionen präsentiert. Es war auch super teuer, das Ganze. Die beiden finanzierten das alles eher schlecht als recht, über viele Bekannte, man konnte dort Crowdfunding machen, über Freunde und. Es war ein Riesending, aber sie schafften es wirklich, einiges an Geld dort einzusammeln mit ihren großartigen Visionen. Aber schon nach relativ kurzer Zeit war plötzlich alles anders. Sie trennten sich beruflich und warfen sich öffentlich immer wieder Betrug vor. Aus der Bromance, aus der großen Geschäftsconnection wurde schlagartig eine riesengroße Feindschaft.
Und das Ganze kein halbes Jahr nach der großen Eröffnung. Also das ist wirklich etwas, da müsst ihr auch mal drauf achten. Das ist ein riesengroßes Ding oftmals, also gerade wenn sie es zusammentun, geschäftlich habt ihr es als ein Beispiel, ne? Auch dieses sehr starke Connection und die dann wirklich umkippen kann zu einer großen Feindschaft sozusagen. Hass und gemeinsamer Feind, der sie oft zusammenhält. Das muss man auch sagen. Sie haben oftmals ein gemeinsames Feindbild, was sie verbindet. Das kann zum Beispiel sein so ein toxisches Frauenbild. Ne? Frauen sind nur dekoratives und billiges Beiwerk als Hausfrau, als Imagepflege oder einfach für die Familie. Das heißt, sie haben irgendwie so eine Gruppe Jungs, mit denen sie sich irgendwie treffen oder immer mal regelmäßig irgendwie Urlaubstrips machen oder Wochenendtrips irgendwie. Und eigentlich sind die ganze Zeit nur am Lästern über Frauen. Die ganze Zeit werten sie die gemeinsam ab und haben ihren toxischen Humor und finden das unfassbar witzig. Was anderes hält sie eigentlich neben dem vielen Alkohol, den sie trinken, nicht zusammen. Oder ein toxisches Männerbild fast vereint. Ne? Da ist zum Beispiel irgendeine Frauengruppe, so ein Business-Netzwerk, was sich da jetzt gefunden hat in München. Und das Einzige, was die dort zusammenhält, ist tatsächlich, zwar geht es um Business, aber es geht immer mehr in die Richtung, die bösen Männer und die Bedrohung der Frauen, Emanzipation durch den Mann, auch beruflich und es geht wirklich in extreme Richtungen. Das nächste ist, ich habe es hier genannt, schlichte Verbindungen, schlichte Sichtweisen, die tatsächlich verbinden. Darauf müsst ihr mal achten. Das ist oft so, ich sag mal, dass der Kern oft auf dieser ungesunden narzisstischen Verbindungen, nenne ich es mal. Narzisstische Menschen sind, habe ich euch oft schon gesagt, nicht besonders schlau. Was nicht heißt, dass sie keinen Job haben. Das meine ich damit gar nicht. Sie sind manchmal sogar in Führungspositionen und sie sind trotzdem, wenn ihr genau hinguckt, fehlt es ihnen, sind sie vielleicht aus Umwege manchmal dahin gekommen, vielleicht auch nicht auf ganz legale Wege. Sie hatten vielleicht jemanden, der sie irgendwie gefördert hat. Also es gibt da durchaus auch Wege, wo man manchmal so ein bisschen hinterfragen sollte, wie sie auf manch eine Position kommen. Sie glauben allerdings, muss man sagen, dass sie wahnsinnig smart sind. Das ist der sogenannte, sie glauben es, aber merken gar nicht, dass ihnen die Kompetenz oftmals auch fehlt. Und ihnen fehlt eben die Kompetenz, zu merken, dass sie gar keine Kompetenz haben. Und das nennt man eben dann den Kruger-Effekt. Hier oben und hier unten habe ich dann nochmal ein Video. Und deswegen verbinden sie oftmals eben auch, weil es davon natürlich auch einige Menschen gibt und Narzissten erkennen sich da untereinander und sie verbindet oft diese einfachen Antworten. Diese einfache Schwarz-Weiß-Sicht, die sie oftmals haben. Sie erkennen das meiner Meinung nach auch wirklich untereinander, weil sie das eben auch verstehen. Das ist quasi ihre Sprache, eine sehr einfache Sprache, eine sehr einfache Welt. Und wenn es zu komplex wird für sie oftmals, kommen sie da auch, muss man auch sagen, ohne jetzt jemanden abzuwerten, aber intellektuell manchmal vielleicht auch gar nicht mit. Und dann werden sie, also die anderen, sprich die Menschen, die eben nicht schwarz-weiß sind, die vielleicht komplexer denken und die Welt vielleicht nicht ganz so eingeschränkt in ihrer Sicht sehen, gemeinsam ab. Sind wir wieder bei dem gemeinsamen Feind? Das hatten wir eben schon. Sie brüllen meistens alle auch laut und beeindrucken sich so gegenseitig. Also das ist oft auch ein Merkmal, finde ich, von stark narzisstischen Menschen. Übrigens Sprache von Narzissten hier oben und hier unten. Also nach dem Motto so ein bisschen wie in der Tierwelt, wer brüllt hier lauter? Also welcher Löwe setzt gerade den größeren Schrei da sozusagen ab. Und so ist es da manchmal auch. Ja? Und das ist etwas, was sie untereinander dann auch so ein bisschen verstehen, sag ich mal. Ja, wir müssen jetzt was ändern im Ort und nicht nur irgendwann rief Jörg auf der Veranstaltung. Sofort riefen die üblichen Verdächtigen und stellten sich hinter ihn. Ja, Veränderung jetzt. Wir lassen uns das jetzt nicht gefallen. Wir werden jetzt das überall verbreiten, demonstrieren Videos. Das muss groß werden, schrie Jörg. Die da oben, die werden uns kennenlernen, nicht mit uns. Diese Sitzung machte Katha, die dort saß, Angst. Sie saß im Publikum wie versteinert. Wie ein Rudel taten sich nun viele aus dem Ort zusammen, hetzten plötzlich gemeinsam gegen den Feind da oben. Es gab keine Diskussion mehr wie früher. Es ging nur noch scheinbar darum, wer lauter ist oder überhaupt laut zu sein und einfache Antworten zu haben, die dann bejubelt wurden. Es war schrecklich und führte nur zu schlechter Stimmung und nicht zur Lösung, die sie doch im Ort wirklich so dringend brauchten.
Das habt ihr, wie gesagt, auch auf dieses rudelartige Zusammentun, diese einfachen Sichtweisen und dieses Lautwerden. Das nächste ist, die akzeptieren es nicht, Grenzen zu setzen. Darauf könnt ihr auch mal achten. Wenn Narzissten sich begegnen oder wenn sie miteinander zu tun haben, bewundern sie sich häufig auch für ihre gegenseitige, wenn es extrem wird, für ihre gegenseitige Bösartigkeit. Die haben keinen moralischen Kompass. Sie bewundern andere Menschen, dass sie sich wie ein, könnt ihr euch ja vorstellen, verhalten anderen Menschen gegenüber, wie sie diese abwerten, wie sie sich über sie lustig machen, wie sie sie schlecht behandeln. Das habt ihr sehr häufig auch in diesen Verbindungen wie Sekten oder toxischen Gruppen, ja, wo es dann oftmals so einen Leader gibt oder so eine Leadergruppe. Und das sind quasi so die krassesten, ja, die dann von anderen statt narzisstischen Menschen noch bewundert werden, was die sich trauen, was die machen oder auch, wie sie andere Menschen da hinters Licht führen. Dann, sie betteln sich, das ist auch oft so ein Ding, ne? Auch das Betteln untereinander kann ungesund verbinden, leider. Sie beschimpfen sich öffentlich oder vereinen sich dann wirklich medienwirksam. Da gibt es, wie ich finde, auch ein Phänomen. Zum Beispiel zwei Narzissten, die sich, oder Narzisstinnen, wir können bei mir alles tauschen, Mann, Frau, wie auch immer euch fühlt, also zwei Narzissten bekämpfen sich scheinbar bis aufs Blut, wirklich, ne? Einer macht dem anderen öffentlich Vorwürfe, diffamiert ihn. Es folgt eine riesengroße Schlammschlacht. Und ihr wisst ja, narzisstische Menschen, die wollen oftmals einfach vor allem Aufmerksamkeit, um jeden Preis, egal mit welchem Thema. Und ihnen ist wichtig, dass sie ja gesehen werden, weil sie so einen geringen Selbstwert haben. Und kurze Zeit später werden sie dann abgefahrenerweise Teil des Teams oder eines Teams oder einer Gruppe oder Freunde von Menschen, die sie vorher total kritisiert haben, die sie gehasst haben. Und irgendwie passt das alles nicht zusammen. Denn sie sind manchmal wirklich ein Fähnchen im Wind. Das habt ihr auch wirklich im politischen Bereich, im großen, aber manchmal auch im kleinen Bereich, im ganz normalen Alltag. Und wenn man sie darauf anspricht und sagt, hey, du hast doch neulich noch ganz anders geredet, dann wollen sie davon nichts wissen oder sie leugnen es vielleicht auch. Müsst ihr mal darauf achten. Aber es ist manchmal eben auch so, dass sie, wie ich es euch eben gesagt habe, andere Feinde auserkoren haben sozusagen oder einen Feind, diesen dann wirklich bekämpfen, aber dann nach dem Motto handeln, umarme deinen Feind. Ich habe euch schon oft gesagt, es gibt so Lebensmottos von stark narzisstischen Menschen und ich finde, eins davon ist dieses umarme deinen Feind. Hier oben und hier unten habe ich da mal ein Video zu gemacht. Ich will euch da mal erklären, was ich damit meine. Das ist zum Beispiel Frau Meier. Ja, Frau Meier ist die größte Kritikerin von Frau Freitag. Also das Ganze geht jetzt schon eine etwas längere Zeit und die war ihr mit ihrem Verein ein Dorn im Auge. Und wo es sich anbot, da kritisierte Frau Meier die Arbeit von Frau Freitag. Die beiden waren sowieso eigentlich in der Vergangenheit auch mal befreundet, aber jetzt auf einmal war es gekippt vor einiger Zeit und wie gesagt, Frau Meier hatte eine neue Feindin, das war Frau Freitag. Sie kritisierte sie in jedem Forum, brachte sie sich ein, öffentlich griff sie manchmal auch an. Die unterschlägt Gelder, die ist korrupt, sagte sie oft. Sie will sich nur darstellen auf Kosten anderer, auch das war ein Vorwurf. Sie versammelte gerade online auch wirklich eine Masse an Menschen hinter sich, die angeblich für das Gute mit ihr und eben gegen Frau Freitag gemeinsam kämpfen wollten. Und ja, dann plötzlich wurde es, Frau Meier war immer sehr aktiv, auch in der Online-Community, relativ ruhig um Frau Meier. Und ihre Posts waren plötzlich teilweise gelöscht und für ihre Mitstreiter war sie nicht mehr erreichbar. Sie beantwortete auch keine Anfragen mehr und auf einmal tauchte Frau Meier auf der Website des Vereins bei Frau Freitag auf als Co-Vorsitzende. Es war wirklich unglaublich. Sie kämpft doch so viele Jahre gegen sie. Ja, wenn man genau hinguckte, hatte Frau Meier die Fronten gewechselt. Denn diese Co-Vorsitzende Rolle im Verein hatte das Potenzial, ihr neue Kunden zu bringen. Und da es gerade nicht so gut lief, war das für sie doch eine gute Gelegenheit,
da einfach mal die Seite zu wechseln. Auch für Aufträge, die sie sich doch nicht entgehen lassen konnte. Also das habt ihr auch sehr oft, wie gesagt, es sind oft Feinde und wenn dann aber doch ein Vorteil winkt oder auch, wie gesagt, den Feind zu umarmen, vielleicht auch manchmal auch um ihn den Feind in Anführungszeichen um ihn in Schach zu halten, ne? Dann eben lieber mitzumischen. Könnt ihr auch mal drauf achten, das machen sie wirklich oft. Dann habe ich euch schon oft gesagt, ist auch Teil auch dieses Narzissten untereinander in meinem Buch, im Übrigen hier, falls ihr es noch nicht kennt, gibt es auch ganz viele Infos und natürlich auch praktische Tipps nochmal. Ja, sie haben diesen toxischen Humor, ne? Das ist wirklich etwas, das macht stark narzisstische Menschen als Einzelperson aus, aber ich finde, gerade in Gruppen habt ihr wirklich diesen unsäglich schrecklichen Humor, den sie haben. Und sie lachen halt oftmals über andere Menschen und haben wirklich blöde, böse Witze auf Lager, wenn es ganz extrem wird. Es ist einfach eine unangenehme Situation. Immer wieder werden durch diese merkwürdigen Scherze einfach nur andere Menschen entwertet. Denn neulich war Lea mit Carlo bei ihrem Bruder. Und immer, wenn sie zusammen waren, da war es so richtig eklig, fand sie es. Ja? Sie lachten gemeinsam über so böse Witze. Manchmal bekamen sie auch einen Spruch zur Begrüßung. Das ist Family-Humor, ja. Da musst du dich doch dran gewöhnen, Süße. Aber Lea fand das zunehmend einfach nur geschmacklos und eklig. Und das habt ihr auch wirklich sehr oft, auch gerade wenn ihr so in Familien vielleicht reinkommt, ja, und wo dann vielleicht auch viele narzisstische Menschen sind, durchaus so ein Humor eben herrscht, wo man einfach denkt, oh, ist das unangenehm, ja. Und das man dann selber aber oft vorgeworfen bekommt, ja, verstehst du keinen Humor oder das ist dieses Label, das ist Familienhumor, gerne auch das Label, das ist unser regionaler Humor hier, hat damit aber einfach nichts zu tun, ist einfach wirklich oft dieser narzisstisch geprägte Humor, der einfach nur abwertend ist. Das nächste ist, sie akzeptieren Ausreden und sehen drüber weg, nachdem sie sich erst tierisch aufgeregt haben. Das habt ihr auch ganz oft, wenn sie untereinander agieren. Das ist sehr verwirrend, denn das wechselt sehr schnell, dieses Verhalten. Zum Beispiel saß Jana mit ihrem Mann und den Kindern bei den Schwiegereltern beim Grillen. Und Jana fragte dann ihre Schwiegermutter, wie es denn jetzt mit der Nachbarin wäre. Die beiden hatten nämlich einen ganz intensiven Streit und sie hatte ihr da gerade in letzter Zeit wirklich richtig oft zugehört. Aber ihre Schwiegermutter Luise, die wiegelte einfach nur ab. Streit? Nein, das kannst du doch so nicht sagen, dass wir da Streit hatten. Das waren einfach nur Meinungsverschiedenheiten. Sie war schlecht drauf, sagte sie. Ja, und die Nachbarin, also Eva, die hat mich jetzt auch eingeladen zu einer Veranstaltung. Da gehe ich dann auch mit ihr hin. Gestern war sie auch gerade bei mir. Und Jana verstand die Welt nicht mehr. Noch vor einer Woche hatte war Eva eine Persona non grata sozusagen für Luise und die beiden hatten sich wirklich bis aus Blut bekämpft. Und jetzt auf einmal waren sie wieder Best Friends. Sie konnte es einfach nicht verstehen. Und das ist ganz oft halt so, und da müsst ihr halt auch ein bisschen aufpassen oft, dass die, wie gesagt, Freund und Feind auch hier wechseln schlecht. Und irgendwelche Ausreden, warum jemand auch bei Narzissten, warum jemand irgendwie sich gerade so rotzig und nicht gut verhalten hat zum Beispiel. Da sind Narzissten immer nicht so, wenn sie dann ihren eigenen Vorteil irgendwie generieren können, gucken sie drüber weg. Dann wie bei Luise, ne, die kann dann bei der Eva mit auf eine Veranstaltung, ach, das ist ihr zum Vorteil, ist auch egal. Und Diana, die immer stundenlang zugehört hat, sich diese Leier angehört hat, versteht die Welt nicht mehr. Das habt ihr auch sehr häufig. Müsst auch aufpassen, da nicht zwischen die Fronten zu geraten, denn wenn sie sich auf einmal wieder gut verstehen, kann es gut sein, dass zum Beispiel die Luisa dann plötzlich zu der Eva, der Nachbarin, sagt, Mensch, die Jana, die hat aber auch einiges über dich Negatives gesagt, weil die Jana einfach der Luisa beigepflichtet hat, ja, hinter ihr gestanden hat, als sie sich ausgeheult hat bei ihr und dann plötzlich selber sozusagen zum Feindbild beider wird. Also da müsst ihr auch mal gucken. Dann habe ich es genannt, immer wieder Muskelspiele und Konflikte untereinander, in die eben andere reingezogen werden. Das habt ihr halt auch. Das ist total schlimm, finde ich, in narzisstisch geprägten Familien. Immer wieder kann es da, ich habe es genannt,
zur Explosion sozusagen auch kommen. Man weiß als Kind manchmal überhaupt gar nicht, wie die Allianzen liegen und das ist alles sehr unangenehm. Dazu habe ich hier oben und hier unten auch nochmal ein Video, da könnt ihr ein bisschen tiefer eintauchen. Aber auch im Job, wenn es Konkurrenz im Team gibt, da gibt es auch oftmals diese Muskelspiele, habe ich es genannt, in Anführungsstrichen, ja, und Konflikte, wo man auch genau aufpassen sollte. Ne? Wütend kam Roland ins Office zurück, dieser Idiot, schimpfte er, der wird mich kennenlernen. Nika kannte es schon. Ne? Immer wieder gab es Streit zwischen Roland und Thorsten wegen dieser Kompetenzen. Beide wollten im CEO Marketing werden und bettelten sich also die ganze Zeit. Für Nika war es wirklich, wirklich schrecklich. Sie musste nämlich für beide arbeiten. Beide kamen immer wieder zu ihr und beschwerten sich über den anderen. Und sie war gefühlt ständig dazwischen. Und neulich war es aber richtig krass, da geriet sie plötzlich selber zwischen die Fronten. Es ging um eine Ausschreibung und da hackten plötzlich dann alle beide auf sie ein und verstanden sich, als sie gegen Nika wetterten, wirklich bestens. Sie verbündeten sich da und Nika ging es plötzlich schlecht, aber für sie war keiner da. Also das ist eben auch ganz, ganz häufig, gerade wenn es zu Konkurrenzsituationen kommt, ja, da müsst ihr auch aufpassen, euch da nicht reinziehen zu lassen. Dann das nächste ist kein Tiefgang. Das müsst ihr auch mal drauf achten. Sie kennen sich nicht wirklich und das seit Jahren. Es ist wirklich, wie ich immer oft finde, unfassbar, wenn man mal genau hinguckt, wie oberflächlich eine Beziehung zwischen narzisstischen Menschen auch nach Jahren ist. Zum Beispiel in Freundschaften, bei denen sie nicht die Namen der Kinder, nicht die Namen der Kinder guter Freunde, angeblich guter Freunde irgendwie merken können. Ja? Oder die Arbeitskollegin, angeblich Best Buddy, weiß den Geburtstag irgendwie ständig nicht. Aber auch selbst in Paarbeziehungen ist es manchmal wirklich erschreckend, wie wenig diese Menschen eigentlich voneinander wissen. Und das finde ich eben auch, also daran sieht man auch oft, Narzissten haben ja, sage ich, oft keinen großen Tiefgang, oft sowieso in ihren Beziehungen, aber auch untereinander ist es noch schlimmer, weil da ist eigentlich so gut wie gar nichts. Das nächste ist, sie stützen gegenseitig ihre Handlungen. Ja. Grenzüberschreitung, unprofessionelles, unmoralisches Handeln, mieses Behandeln anderer. Gemeinsam fühlen Narzissten sich unglaublich stark. Das müsst ihr auch mal darauf achten, sie tun sich dann wirklich oft zusammen. Im Business zum Beispiel drehen sie gemeinsam krumme Dinger. Ne? Da gibt es ja auch dann keinen, der auch da einen moralischen Kompass hat. Die machen einfach. Ne? Geht fast darum, wer ist quasi noch korrupter, noch krassere Ideen als der Nächste. Aber müsst ihr auch darauf achten, sie nehmen das dann nicht selten, wenn sie sich wieder zerstreiten, kurzer Einwurf, ne? Um den anderen dann vielleicht zu erpressen, unter Druck zu setzen. Also das ist auch immer nur kurzlebig, aber erst einmal verbindet es sie, ja? Stützen sich auch in diesen Handlungen. Und mir ist oft aufgefallen, das habe ich auch nochmal geschrieben, dass es wie so eine toxische Bubble oftmals ist, wo einem immer wieder die gleichen Menschen und gleichen Namen begegnen, die sich gegenseitig auch feiern und empfehlen. Also das habt ihr manchmal auch, müsst ihr mal darauf achten, dass es durchaus so Bubbles gibt, wo immer die gleichen sich so gegenseitig, ich habe euch ja vorhin gesagt, die erkennen sich, glaube ich, auch gegenseitig, die haben ihre ähnliche Sprache, ähnliche Denkweise und deswegen finden sie es dann auch okay, wenn einer ähnlichen Quatsch redet oder ähnliche Sachen verkauft, die gar nicht seriös sind. Und da könnt ihr auch mal drauf achten, dass es tatsächlich diese Bubbles gibt. Und das Problem ist, wenn ihr in so einer Bubble drin seid, denkt, so ist die Welt. Aber so ist sie zum Glück ja nicht. Ja, warum sind narzisstische Menschen untereinander so ein gutes Match? Sind sie leider oft, finde ich. Weil sie einfach keine tiefen Beziehungen zueinander haben. Und zwar beide Seiten, also beide oder mehrere Gruppen ja auch. Also der Tiefgang ist nicht sehr tief und das kommt ihnen dann ganz gelegen. Sie sind ähnlich, nicht smart, habe ich es ja einfach genannt, ja. Und einfach in ihrer Sichtweise, das verbindet, komplexes Verständnis, werten sie dann auch gemeinsam ab. Oh, guck mal die an, ey. Sie wieder rumlabert, ey. Die weiß das selber, was sie gar nicht erzählt. Kommen so Sprüche irgendwie, ja. Oh, was will die denn? Ja. Oh, nur weil sie studiert hat. Oh. Oder oh, nur weil die an der Uni war, ja klar, nur weil sie die Position hat, jetzt redet sie da wieder, so wie daher. Ja. Das kann man doch auf den Punkt bringen, das kann man doch einfach sagen. Also das habt ihr ganz oft, ne? Mal so Sätze zum Beispiel. Sie mögen gemeinsame Feinde, das macht sie dann gemeinsam stark, denn sie haben ja einen geringen Selbstwert, das wisst ihr ja.
Und hier oben, hier unten nochmal ein Info dazu. Ne? Und ja, gemeinsame Feinde, wenn man gemeinsam sich über jemanden aufregt oder gemeinsam quasi jemanden bekämpft, dann macht man das nicht alleine. Ja, dann ist man vielleicht stärker vermeintlich irgendwie auch. Und ja, sie finden die gleichen widerlichen Scherze witzig und haben auch keinen moralischen Kompass. Also wie gesagt, dieser toxische Humor, eklig, widerwärtig, aber das finden die richtig gut untereinander. Am Ende muss man auch sagen, bleiben tatsächlich nur Menschen übrig, also solche Menschen, andere narzisstische Menschen übrig, die mit ihnen wirklich im engen Umfeld noch was zu tun haben wollen. Es kann natürlich sein, dass ihr nicht narzisstisch seid und trotzdem mit stark narzisstischen Menschen viel zu tun habt. Ja, da bleibt man aus anderen Motiven. Aber es ist, oder aus Dynamiken würde ich es eher nennen, nicht Motiven, wenn man es nicht bewusst und es ist oft sehr unbewusst, aber bei Narzissten ist es so, dass die wirklich, also das hält ja kaum jemand sonst aus, dieser Umgang, dieser Nicht-Tiefgang und dieses Verhalten mit anderen Menschen. Ja, wieso lässt man sich von ihnen in diese ungesunden Beziehungen, die sie haben, also warum kommt man da manchmal mit rein und lässt sich vielleicht aber auch blenden, das muss man auch sagen. Man muss sagen, die laute Masse beeindruckt manchmal. Statt narzisstische Menschen, wie gesagt, es gibt einfache Antworten. Es sind wenige, die aber unglaublich laut sind, auch, habe ich euch auch gesagt, da gibt es oft keine Scheu irgendwie, ja, auch einfach mal rauszuhauen, laut zu sein, ne? Rauszufeuern, anzukündigen und zu machen. Die haben da zu drohen, auch muss man auch sagen, Drohung ist ja auch oft ein Thema, ne? Anderen zu drohen gemeinsam und so. Das sind ja alles Sachen, das kann erstmal beeindrucken, gerade wenn man in so einer Bubble ist, noch mal viel mehr. Dann eben gestörter moralischer Kompass von zu Hause, habe ich euch gesagt, also finde ich auch nochmal wichtig. Also ich habe euch gesagt, es gibt stark narzisstische Menschen, die sich zusammentun. Und dann gibt es Menschen, die einfach vielleicht mit vielen Narzissten umgeben sind, sich auch mit in diesen Bubbles bewegen, aber einfach, weil sie auch denken, es ist normal. Also die haben noch nicht die Sichtweise hat vielleicht, dass da viele Sachen echt nicht in Ordnung sind und dass man da sich auch selber keinen Gefallen tut, sich mit diesen Menschen, mit diesem Humor vielleicht auch, ja, diesen Verhaltensweisen, diesen Grenzüberschreitungen zu umgeben. Kann auch sein, dass man es deswegen einfach nicht erkennt. Man muss auch sagen, manchmal dauert es eine Zeit lang, vielleicht auch Dinge zu sehen. Das finde ich auch wichtig, sich erstmal mal ein Bild zu machen. Und man muss auch sagen, man kennt vielleicht wirklich auch nur diese komisch ungesunden Lästerfreundschaften. Ja, wenn ihr aus einem narzisstischen Elternhaus kommt, kann es sein, ihr habt einen Freundeskreis, der genauso ist, ist es für euch vollkommen normal, traurigerweise, was man aber durchaus sehen und auch lernen kann und sich da auch rausentwickeln kann. Freundschaften mit Narzissten, hier oben, hier unten nochmal ein Video. Habe ich neulich eins gemacht, lege ich euch auch wärmstens ans Herz. Ja, jetzt mal ein paar Tipps von mir zum Thema, ja, Narzissten untereinander, narzisstische Gruppen, ne, Teams vielleicht auch und. Das erste ist, erkenne die Dynamiken und die Anzeichen. Ich finde, ich habe euch jetzt heute schon ein paar Sachen gesagt. Speichert euch vielleicht dieses Video auch mal ab, checkt mal, guckt mal nach. Wie gesagt, ein Punkt macht immer noch kein langes toxisches Gegenüber aus, aber es sind Anzeichen und da sollte man mal hingucken. Dieses Feindbild zum Beispiel, dieses Lästern die ganze Zeit, ne? Dieses Fähnchen im Wind sein zum eigenen Vorteil. Dieser Humor zum Beispiel irgendwie auch, diese nicht vorhandene moralisches Verhalten, das sind doch alles Sachen, da sollte man drauf achten und mal gucken und auch nicht unbedingt Ausreden da gelten lassen. Da haben Narzissten nämlich oft, warum das so ist, sondern mal zu sehen und zu sagen, wow, was macht das auch mit mir? Denn das kann auch sein, man fühlt sich oftmals nach so einem Kontakt mit 1, 2 Narzissten, auch wenn ihr mal abends essen wart oder so, danach echt ausgesaugt irgendwie auch. Man fühlt sich nicht gut. Die Themen waren oft nicht gut. Der Humor, es war vielleicht auch stressig. Der Humor war vielleicht auch nicht angenehm. Also es ist wirklich, finde ich, so, dass man nicht denkt, wow, das ist ein total netter Abend. Ja, sondern es wirkt oftmals auch nach. Manchmal auch so komische Sätze, Scherze, die gemacht worden sind, Anspielungen, Sticheleien. Also das alles ist oft wie kleines Gift, was etwas später nachwirkt. Vertrau dir und deiner Wahrnehmung bei Ausreden. Das war kein Zufall. Das ist ja auch eben, was ich gesagt habe, ne? Dieses, klar kann es mal passieren, man streitet sich mit jemandem, überwirft sich vielleicht auch mal und dann verträgt man sich wieder. Kann passieren. Aber wenn das wie zum Beispiel bei Jana mit der Schwiegermutter nicht das erste Mal war mit der Nachbarin Eva, es immer wieder vorkommt, sie dann auch Jana in den Rücken fällt oder so. Also solche Sachen zu sagen, das ist jetzt kein Zufall,
Das scheint normal zu sein und da bin ich vorsichtig dann eben auch. Ja? Es gibt nicht nur Narzissten, Familie und Umfeld. Manchmal ist man, wie gesagt, in so einer Bubble auch drin, ja, und denkt dann halt, oh Gott, es gibt nur narzisstische Menschen, das ist doch normal. Nein, ist es nicht. Es kann einfach sein, dass ihr euch in so einer Art Bubble befindet und da eben zu gucken und eher zu schauen, okay, wie grenze ich mich da auch ab. Seid immer vorsichtig mit Extremen, mit einer Schwarz-Weiß-Sicht, ja. Also wenn Gruppen da sind oder auch Menschen, wenn es so extrem wird, irgendwie radikal im Extremfall auch zu sagen, hey, das ist nicht gesund und das tut mir vielleicht auch nicht gut. Hab deinen eigenen moralischen Kompass an, mach ihn an, ja, guck. Und wenn du sagst, es ist moralisch für mich nicht in Ordnung, das will ich nicht, grenze dich da eben auch nicht ab und lass dich da, wie gesagt, Narzissten, die sind sehr in der Gruppe immer sehr laut und nach dem Motto, was, du siehst das anders, wieso denn, guck mal, wir sehen das auch alle so. Lass dich davon nicht so beeindrucken und das kann dir ganz unterschiedlich sein, ja. Das kann eine Gruppe Nachbarn sein, das kann eine Gruppe, weiß ich nicht, in irgendwie einem Schwangerschaftsvorbereitungskurs sein, das kann im Yogakurs sein, das kann irgendwie auf dem Business-Trip mit Arbeitskollegen sein, wenn ihr unterwegs seid. Also es kann ganz unterschiedlich sein, aber da auf euch auch zu hören, zu sagen, nee, also da ist es für mich moralisch auch nicht in Ordnung. Sei vorsichtig, wenn Menschen grenzüberschreitend handeln, andere das hinnehmen oder sogar noch bejubeln. Das finde ich auch. Also Grenzüberschreitung, wenn man auch da merkt, hey, das ist nicht gut, warum finden die anderen das in Ordnung, warum lachen die noch darüber? Ja, wenn, weiß ich nicht, eine Gruppe Familie zum Beispiel, dann wird ein Kind zum Beispiel immer wieder ausgelacht oder so oder vorgeführt und alle lachen darüber, zu sagen, das ist doch nicht witzig, das ist eine Grenze überschritten irgendwie auch und das eben auch zu merken und da auch, ja, wenn es notwendig ist, natürlich auch einzugreifen. Schau auch genau hin und glaub nicht alles, nur weil viele einer Meinung sind. Ja, das kann, wie gesagt, bei Narzissten im Umfeld so sein, denn die Masse, diese oft, manchmal auch ganz kleine Masse, kann echt laut sein, weil die immer rumtrommeln oftmals, ne? Schau dir Lebensläufe genauer an und frag mal nach, wird da schön geredet, verschleiert, gelogen, schau auch da eben genau hin, auch bei so Business-Geschichten, ne, die große Nummer und so. Lasst euch davon mal nicht blenden, vom schönen Schein oftmals auch, guckt auch da immer genau hin. Beachte auch, dass narzisstische Menschen sich tatsächlich oft mit Narzissten umgeben, sie dir diese auch empfehlen und das zieht dich mitunter auch noch tiefer in so ein Umfeld rein. Denn sie verstehen sich mitunter gut und wie gesagt, sind dann auch dabei, euch vielleicht dann noch weitere zu empfehlen. Das heißt, ihr kommt immer tiefer in so einen Sumpf vielleicht. Ja, und achte eben darauf, wenn wirklich in einer Gruppe nur ständig gelästert wird über andere, ja, es gar keine anderen Themen gibt bei genauem Hinsehen, dann auch zu gucken, hey, möchte ich wirklich Teil dieser Gruppe zu sein und denn es ist nicht wirklich gesund, muss man sagen. Dann machen sie manchmal auch, narzisstische Menschen, dieses Good Guy, Bad Guy Spiel, gerade wenn sie zu zweit sind oder so. Einer von den beiden, die vielleicht was von euch irgendwie wollen, ist nett und sagt auch, ja, ich kann dich total verstehen. Ja, ich finde den auch schwierig und der andere ist sozusagen der Bad Guy und in Wirklichkeit haben sie sich verbündet und verfolgen ein gemeinsames Ziel. Nicht gerade für euch. Und das ist auch etwas, da kann ich auch noch mal was zu machen, da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Jetzt 3 Fragen. Ja, das eine ist, kennst du solche narzisstischen Gruppen sozusagen und bist du auch manchmal ja mit ihnen zusammen oder in einem Team? Das zweite ist, wie verhalten sie sich und was macht das auch mit dir? Und das dritte ist, wie kannst du da jetzt das frühzeitige erkennen und da auch deine klareren Grenzen setzen? Ihr Lieben, das war mein Video zu narzisstischen Menschen untereinander. Wenn es euch gefallen hat, liked es gerne, schickt es auch super gerne an jemanden, dem es helfen würde. Ansonsten wünsche ich euch allen eine zauberhafte Woche. Wir können natürlich auch mal gerne telefonieren oder per Videocall sprechen, biete ich auch an. Hier sind weitere Videos von mir. Und ich wünsche euch, wie gesagt, eine zauberhafte Woche. Genießt die Zeit, macht irgendwas Schönes. Vielleicht macht ihr auch Sport, so wie ich. Und ich freue mich, wenn ihr nächsten Samstag wieder dabei seid. Macht's gut und lasst euch von niemandem ärgern. Ne? Bis dann, genießt das Leben. Tschüss.